Mit einer sehr edlen Vollcarbon-Verarbeitung kommt das Cap Fusion 1000 daher. Wir haben hier eine Monocoque-Bauweise, Vollkohlefaser. Der Frontwing und der Rearwing ist mit jeweils 50% der Fuselage verbunden. Das ist alles nahtlos verarbeitet. Die Übergänge sind sehr sauber. Und der gesamte Flügel nebst dem 80 cm Mast wiegt 3,9 Kilogramm. Montiert wird alles mit beschichteten Torx-Schrauben. Hier sollte man ein klein wenig Loctite verwenden, weil sich auch diese nach einer gewissen Zeit etwas lösen können. Der Frontflügel hat wie gesagt 1000 Quadratzentimeter und der Rearwing hat 180 Quadratzentimeter, ist sehr grazil bei 42 Zentimetern in der Breite. Auffällig beim Mast, die Tiefe des Mastes ist im Bereich der Fuselageverbindung deutlich breiter und auch in der Base, nur im Bereich da, wo man wirklich auf der Wasserlinie sozusagen den Mast bewegt, ist er insgesamt etwas schlanker gehalten von der Tiefe. Das Ganze heißt natürlich Fusion H, das steht hier logischerweise für High Aspect und man sieht auch, alles ist sehr dünn und grazil ausgearbeitet mit einem ganz leichten Schwung, aber von der Form ist das Ganze jetzt auch nicht übermäßig gestreckt. Da der Rearwing sehr performanceorientiert von seinem Neigungswinkel gestaltet ist und hier keine Einstellmöglichkeit besteht, haben wir die Base mit einem 1 Grad Kenting oder ohne Kenting getestet, wobei das 1 Grad Kenting bei eigentlich allen Boards etwas besser funktioniert hat, weil die Aufwärtsrichtung des Boards, also sprich auch der Vorfußdruck, dann ausreichend war. Ohne Kenting war das Board leicht abwärts geneigt. Betrachtet man den Cap Fusion von seiner Größe, sprich halt die Quadratzentimeter und auch die Profildicke, so hat er hierbei auch im Vergleich zu allen anderen Mitbewerbern einen erstaunlich guten und gleichmäßigen Auftrieb, der das Starten, selbst auch bei nicht so hohem Wingzug, schon sehr früh möglich macht. Hier zählt er definitiv zu den Besten, was man in dieser Größe bekommen kann. Bei einem sehr aktiven Pumpvorgang beim Aufsteigen muss man aber auch dazu sagen, dass der Vorfußdruck halt hier nicht zu stark gegeben wird, da sonst das Foil auch mal stallen kann. Und nochmal zum Trimmen. In der Regel sollte bei allen Boards dieser Flügel sehr weit vorne montiert werden und das Verwenden von 1 Grad Kenting ist optimal, um hier eine völlig neutrale Positionierung zu erreichen. Wir haben hier ein Foil, was von seiner Achsenstabilität nur ganz leicht geführt werden muss. Hier reicht schon ein geringes Fahrkönnen aus, um diesen Flügel ohne Probleme in allen Achsen gut zu kontrollieren. Dementsprechend haben wir hier eine stabile Pitchachse mit einem guten Feedback auf dem Vorfuß. Wie gesagt, der korrekte Trim ist hier natürlich erforderlich, muss man ein bisschen ausprobieren, je nach Board, was man so gerade zur Verfügung hat. Und wir haben auch eine sehr schöne, willige Rollachse, die ganz frei ist. Allerdings halt im Kurvenausgang muss man aufpassen, dass man den Flügel wieder früh genug aufrichtet. Also man kann ihn jetzt nicht so lange in der Rolle stehen lassen, sonst ist auch hier irgendwann mal eine abreißende Strömung zu vernehmen. Die freie Bewegung auf der Yaw-Achse reiht sich hier komplett in das völlig harmonische Bild dieses Foils ein. Der Cap Fusion 1000 ist ein sehr schnelles Foil insgesamt. Das ist aber auch dem Rearwing zu verdanken, der hier sehr wenig Widerstand bietet, der ohne Kenting sogar halt etwas über der Nullposition sozusagen eine wirklich sehr hohe Geschwindigkeit erlaubt. Also auch zum Racen ist er durchaus geeignet und auch natürlich für schnellere Wellen. Nichtsdestotrotz besitzt er einen sehr großen Geschwindigkeitsbereich, denn er hält auch bei geringsten Geschwindigkeiten ohne den Zug des Wings den Glide lange aufrecht.
Man sieht hier sehr schön, wie leicht und einfach er sich auch bei geringsten Geschwindigkeiten kontrollieren lässt. Und dabei besitzt er ganz klar Performance auf dem allerhöchsten Niveau. Das Ganze zeigt sich hier von der Leistung auch im Bereich am Windkurs. Hier geht er halt wirklich extrem weit an den Windfensterrand. Der Mast ist von seiner Form hier absolut optimal gestaltet und bietet den geringstmöglichen Widerstand, weil genau die Wasserlinie beim Mast am schlanksten ausgestaltet ist. Man hat uns für diesen Test hier jetzt das Carbon Base Kit mitgegeben in 80 cm. Es gibt 70 und 80 cm. Für den sehr guten Fahrer unter euch oder die Fahrerin ist sicherlich 90 cm auch angebracht. Das gibt es allerdings nur im Bereich des Hybrid Kits, sprich als Aluminiummast. Hier könnte Cabrina im Portfolio sicherlich noch mal ein klein bisschen nachlegen, gerade auch diejenigen, die sehr gut in Manövern sind, die in der Welle fahren. Die brauchen halt einfach eine etwas höhere Flughöhe, damit man das alles sauber durchfahren kann, um auch nicht ständig mit dem Rail leicht einzutuschieren. Trotzdem machen die Bilder natürlich hier auch wirklich sehr deutlich, wie einfach sich dieses Foil kontrollieren lässt. Also auch wenn es mal kurz einen kleinen Hakler auf der Pitchachse gibt, ein klitzekleines Ankicken auf dem hinteren Fuß, die Strömung ist sofort wieder da. Das Ganze lässt sich leicht, sensibel und intuitiv bedienen und erfordert definitiv kein hohes Fahrkönnen. Und dabei spielt es von der Drehfreude hier absolut in der ersten Liga mit. Der CapFusion 1000 bietet auch in der Welle halt alles das, was man von einem hier sehr guten Flügel erwarten möchte. Wir haben einen sehr schönen Glide, der schon bei geringstem Wellenschub sofort einsetzt. Wir haben aber keinerlei ansteigenden Vorfußdruck, auch wenn die Welle etwas steiler oder etwas größer wird. Das ganze System bleibt hier stets vollständig neutral. Das ganze Konzept ähnelt hier sehr einem F1 Phantom aus der Phantom-Serie. Vergleichsweise sind jetzt Flügel wie zum Beispiel ein Art 909, den wir zum gleichen Zeitraum oder im gleichen Zeitraum getestet haben, oder ein Slingshot Phantasm 926. Das sind halt Flügel, die dann noch etwas mehr Glide haben, vergleichsweise. Allerdings ist hier die Drehfreude in Kombination mit dem Glide eine wirklich sehr harmonische, gelungene Geschichte, die jeden, der in der Welle surfen möchte, mehr als erfreuen wird. Dank der hohen Geschwindigkeit, die er erreichen kann, eignet er sich auch sehr gut zum Springen. Hierbei ist es wichtig, dass man bei der Wiedereintauchphase möglichst gerade den Flügel herunterbringt, damit dann die Strömung sehr schnell und gleichmäßig wieder anliegt. Schauen wir nochmal auf das Gesamtbild. So haben wir hier vom Einsatzbereich und vom notwendigen Fahrkönnen einen Flügel, der bei Körpergewichten zwischen 50, 60, 65 Kilo sogar für den gehobenen Einsteiger zu empfehlen ist. Wir haben hier einen hochperformanten Flügel, der von der Drehfreude in Kombination mit seiner Geschwindigkeit ein wirklich einzigartiges Gefühl vermittelt. Er wird jeden, auch noch so professionellen Fahrer definitiv zufriedenstellen, weil er nur leicht geführt werden muss. Er hat ein hohes Maß an Kontrolle, ohne dass er dabei Fahrleistung in irgendeiner Weise auf der Strecke bleiben. Cabrina hat sich mit der Fusion H Series wirklich ganz oben mit in die Top-Liga hineingefeult. Dieses gute Stück gibt es auch noch in den weiteren Größen 1200, wie gesagt den 1000er, den wir im Test hatten, einen 800er und einen 650er. Wie gesagt, dieses Portfolio ist wirklich schon sehr ansehnlich. Allerdings bräuchte man dann halt für diejenigen, die wirklich schon sehr gut sind in diesem Sport, auch noch mindestens einen 90er Mast, um da den Leistungen des Flügels auch in allen Bedingungen 100% gerecht werden zu können. Ansonsten ist es hier einfach ein wirkliches Top-Produkt.